Das ständige Stampfen deiner Füße, der wenige Platz und die Monotonie, auf der Stelle zu treten. Es fühlt sich an, als seien Stunden vergangen, aber es waren nur 11 Minuten. Du fragst dich, warum quäle ich mich? Das Ding hier ist eigentlich eine grausame und ungewöhnliche Bestrafung. Genau das ist sie, oder eher war sie. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden Tretmühlen nämlich in England entwickelt, um Häftlinge zu bestrafen. Damals war das englische Gefängnissystem abgrundtief schlecht. Hinrichtung oder Deportation waren meist die Strafe der Wahl und wer eingesperrt wurde, musste stundenlang in schmutzigen Zellen ausharren. Also versuchten soziale Bewegungen, angeführt von religiösen Gruppen, Philanthropen und Prominenten wie Charles Dickens, die schlimmen Bedingungen zu ändern und den Häftlingen bei der Besserung zu helfen. Die Bewegung hatte Erfolg. Ganze Gefängnisse wurden umgestaltet und neue Formen der Resozialisierung wie die Tretmühle eingeführt. Die ursprüngliche Version 1818 vom englischen Ingenieur Sir William Cubitt erfunden, funktionierte so. Die Häftlinge traten auf die 24 Stufen eines großen Schaufelrads. Während sich das Rad drehte, mussten sie immer weiter nach oben treten oder sie riskierten hinunterzufallen, ähnlich wie bei modernen Steppern. Die Rotation trieb Zahnräder an, um Wasser zu pumpen, Getreide zu mahlen oder Mühlen anzutreiben. Daher auch der Name Tretmühle. Die Geräte galten als exzellente Möglichkeit, Häftlinge in Form zu bringen. Ein zusätzlicher Vorteil? Sie trieben Mühlen an und dienten so zum Wiederaufbau der durch die Napoleonischen Kriege dezimierten britischen Wirtschaft. Ein Gewinn für alle Beteiligten, außer für die Häftlinge. Man schätzt, dass die Häftlinge im Schnitt etwa 6 Stunden pro Tag auf der Tretmühle verbrachten. Das entspricht einem Aufstieg von etwa 1500 bis 4300 Höhenmetern und damit ungefähr der halben Höhe des Mount Everest. Stell dir vor, du machst das 5 Tage pro Woche und bekommst kaum etwas zu essen. Cubitts Idee verbreitete sich schnell im britischen Weltreich und in Amerika. Innerhalb eines Jahrzehnts hatten über 50 englische Gefängnisse eine Tretmühle. In Amerika war es ähnlich. Die Strapazen und die schlechte Ernährung führten bei vielen Häftlingen zu Zusammenbrüchen und Verletzungen, was die Gefängniswärter jedoch wenig beeindruckte. 1824 attestierte der New Yorker Gefängniswärter James Hardy dem Gerät, es zähme seine störrischsten Insassen. Er schrieb, die monotone Gleichförmigkeit und nicht die Anstrengung machen ihren Schrecken aus. Ein Zitat, dem noch heute viele zustimmen würden. Tretmühlen gab es in England bis Ende des 19. Jahrhunderts. 1898 wurden sie wegen ihrer Grausamkeit durch den Prison Act verboten. Aber natürlich kehrte das Foltergerät mit aller Macht zurück. Diesmal für die ahnungslose Öffentlichkeit. 1911 wurde in den USA ein Laufbandpatent angemeldet. Und 1952 kam der Vorläufer des heutigen modernen Laufbands heraus. Während des Joggingwahns der 1970er in den USA geriet das Laufband als einfache und bequeme Möglichkeit, die Fitness zu verbessern und überflüssige Pfunde zu verlieren, wieder in den Fokus. Und darin ist es ziemlich gut. Seitdem hat das Gerät nichts an seiner Popularität verloren. Wenn du dich also das nächste Mal freiwillig einer ehemals grausamen und ungewöhnlichen Bestrafung unterziehst, sei froh, dass du jederzeit abspringen kannst. Das Laufband ist nicht der einzige Alltagsgegenstand, der eine überraschend dunkle und grausame Vergangenheit hat. In diesem Video kannst du die nicht ganz so süße Geschichte der Schokolade bis zu ihren Wurzeln in Mesoamerika zurückverfolgen.